Herzlich willkommen zu unserem Product Launch von Iono. Es war ein langer Weg bis heute. Die Idee kam vor über 2 Jahren und letztes Jahr im April wurden die ersten offiziellen Schritte gesetzt und Iono wurde gegründet. Linz hat den Vorteil, dass wir eben viele Industrieunternehmen in der Umgebung haben und da ist auch ein großer Bedarf von humanoider Robotik. Und die chinesischen und die amerikanischen Produkte sind eben für den Einsatz in Europa nicht ausreichend. Deswegen hatte ich die Vision, die sichere und europäische Lösung zu entwickeln. Also, dass die humanoiden Roboter in der Industrie bald überall eingesetzt werden, ist jetzt keine Frage mehr, ob, sondern wann das geschieht. Es gibt viele Bereiche, wo man heute schon Arbeitskräfte sucht und es können repetitive Tätigkeiten sein, gefährliche Arbeiten und allgemein Tätigkeiten, die die Menschen nicht mehr machen wollen. Und der nackte Roboter ist für diesen Bereich eigentlich nicht so geeignet. Es gibt 3 große Probleme, die man mit den klassischen Humanoiden hat. Das erste ist der Schutz, das heißt, der Roboter muss geschützt werden. Die Wahrnehmung ist ein zweiter großer Teil, wo insbesondere in Europa die Richtlinien eigentlich strenger sind wie in China oder in den USA. Und als letztes haben wir die Datensouveränität. Es ist immer wichtig, was mit den Daten passiert, die der Roboter aufnimmt, beziehungsweise wie die Kommunikation zwischen der Cloud und dem Roboter ist. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Also Schutz. Die meisten Roboter und die Videos, die man sieht, sind in kontrollierten Umgebungen, in Labs, in Offices. Und wie wir alle wissen, schaut es in der Industrie, in der realen Welt komplett anders aus. Man ist Feuchtigkeit ausgesetzt, man hat Staub in der Luft, es ist laut, wir haben unterschiedliche Temperaturen, Überhitzung, Kälte, alles ein großes Thema. Bei der Wahrnehmung ist eigentlich ähnlich. Man hat unterschiedliche Umweltparameter wie starkes Licht, Dunkelheit oder auch Hindernisse, die man nicht so schnell erkennt. Des Weiteren ist auch wichtig, dass der Roboter mit dem Menschen zusammenarbeitet. Also der klassische Industrieroboter ist fest gebunden an seinen Platz und der große Vorteil vom Humanoiden ist eben, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten. Um das zu schaffen, müssen wir eben auch die Umgebung besser wahrnehmen. Mit einer einzelnen Kamera ist das nicht möglich. Ganz ein wichtiges Thema, Datensouveränität. Der Roboter ist im Betrieb permanent aktiv. Das heißt, der wird mit den Mitarbeitern kommunizieren, der wird die Anlagen sehen, der wird die Prozesse aufnehmen. Das heißt, es sind sehr viele Daten, die der Roboter aufnimmt. Und es ist das Interesse von jedem dann, diese Daten eigentlich unter Kontrolle zu halten, den Roboter unter Kontrolle zu halten und eben für die Datensouveränität zu garantieren. Und unsere Lösung basiert auf 2 Säulen. Einmal der Workmate, der Roboter, der hinter dieser Leinwand steht, und die Ionosphere, die den Roboter und das Ökosystem abbildet. Fangen wir mit Ionosphere an. Das ist ein geschlossenes System, vom Roboter bis hin zum Server, zu den Tools. Und somit können wir garantieren, dass der Roboter das tut und dass die Daten auch nicht verloren gehen. Wichtig ist, dass man einfach eine Management-Plattform hat, wo man eine Gruppe von Robotern gemeinsam bestimmen kann, welche Aufgaben diese zu tun haben. Des Weiteren eben auch die ganzen Tools und die Intelligence, die in diesem Konzept integriert ist und gestaut ist. Das heißt, die Daten, die
die Intelligenz, die für diese Aufgaben entwickelt werden, gelangen nicht nach außen. Und natürlich der Workmate, unser Roboter, ist in dieses System integriert, um einen perfekten Ablauf zu schaffen. So schaut aus der Workmate. Der ist 1,70 groß, 1,75, wiegt ca. 75 Kilogramm, kann bis zu 30 Kilo heben und hat mit einer Batterieladung kann er bis zu 8 Stunden arbeiten. Und die Größe ist jetzt nicht zufällig so, der soll ja wirklich Prozesse übernehmen können, die ein klassischer europäischer Mensch macht aktuell. Und um sich perfekt in diese bestehenden Prozesse sich zu integrieren, muss er einfach diese Körperform haben und diese Größe. Wie hier ihr seht, ist der Roboter jetzt nicht wie der klassische humanoide Roboter, sondern wurde erweitert durch eine Haut, wir sagen dazu Ionoskin, dann einen ganz speziellen Kopf mit unterschiedlichen Features und natürlich ist es angebunden in die Ionosphere, wie vorhin gesagt. Und was wir auch noch entwickelt haben, ist eine hybride Lösung. Was heißt Hybrid? Der Kunde braucht nicht mehr entscheiden, ob der Roboter jetzt gehen soll oder ob er mit einer mobilen Plattform sich bewegt, weil bei den meisten Industrie-Use-Cases oder Hallen hat man ebene Flächen. Da ist eigentlich Gehen jetzt nicht so praktikabel. Und für diesen Case haben wir eben steht ganz klein drunter, Robot heißt der, einen Board entwickelt, wo der Roboter selber entscheiden kann, okay, soll ich jetzt gehen, die Stufen steigen oder eher mich mit der Plattform bewegen. Der Anzug hat viele Vorteile und soll auch den Roboter langlebig schützen und die Lebenszeit von der Hardware erhöhen. Das schaffen wir, indem wir einen Anzug entwickelt haben, der den Roboter vor Staub schützt, vor Wasser und Hitze. Und das ist jetzt kein passiver Anzug, so darf man sich es nicht vorstellen. Der Anzug ist ausgestattet mit vielen Sensoren, um eben die Umgebungswahrnehmung zu erweitern. Nicht klassisch nur mit den Roboter mit einer Kamera ausstatten, sondern auch zum Beispiel, wenn ein Rohr bricht oder irgendwelche Kondenswasser sich auf dem Roboter bilden, sollte man ja das erkennen. Und mit der Kamera ist es schwierig. Deswegen muss der Körper vom Roboter wie der Mensch eigentlich mit weiteren Sensoren ausgestattet werden. Was auch noch sehr wichtig ist, ist die aktive Kühlung. Man sieht bei Tesla Robot und Tesla Bot etc., die haben sehr große Probleme mit der Hitzeentwicklung in den Aktuatoren gehabt. Und diese Probleme werden wir auch haben oder haben wir schon teilweise. Und der Vorteil von dem Anzug ist, dass wir eine aktive Kühlung haben. Was heißt aktive Kühlung? Die Umgebungsluft wirklich eingesaugt, runtergekühlt und dorthin geführt, wo aktuell der Bedarf ist. Das können die Gelenke sein, das können die Aktuatoren sein oder wenn wirklich die Kühlung vom Herz, vom Roboter, das heißt die Recheneinheit zusätzliche Kühlung braucht, wird das dorthin geleitet. Der Roboteranzug wurde auch mit Lichtsignalen erweitert, um eben die Extremitäten vom Roboter sichtbar zu machen. Wenn er sich in menschlicher Umgebung befindet, muss er einfach sichtbar sein und man soll auch erkennen, was er macht. Das ist der Roboterkopf. Wir nennen ihn Ionohead. Der hat die Aufgabe, die Umgebung visuell zu erkennen, unter anderem auch mit 2 beweglichen Ringen rund um den Kopf, um einfach 360 Grad die Umgebung bestens zu erkennen. Die Ringe können voneinander unabhängig bewegt werden, somit schafft man auch eigentlich eine Abschaltung von der Vision. Das heißt, man kann, wenn der Mitarbeiter nicht gefilmt werden möchte, die Kameras nach oben drehen und die Kameras machen keine Aufnahmen. Der Ring hat auch die Funktion, dass man mehrere Sensoren platziert. Jetzt nicht nur Vision-Kameras, sondern auch Radar, Infrarot etc., was eigentlich in Zukunft auf uns zukommt. Wir sind da noch in der Entwicklung und werden da je nach Use Case unterschiedliche
Futures ausprobieren. Und jetzt, one more thing. Der Roboter kann noch was und das wollten wir, dass der Roboter das selber präsentiert. Jetzt kommt die Musik. Jawohl. Korrektur, ganz kurz. So. Falsch? Habe ich es verkehrt? Jawohl. Das war die Drohne im Kopf. Einen Moment noch. Wir mussten jetzt den Roboter noch kurz anhängen. Sicherheitsstandards gehört leider dazu, um eben jetzt auf der Bühne jetzt keinen Unsinn zu machen. Kommt wieder gleich weg. Genau, die Klappe im Kopf hat jetzt nicht nur optische Funktionen, sondern eben, wie ich schon gesehen jetzt, kann man eine Drohne drin platzieren, um die Vision oder um die Vision, die Sicht vom Roboter zu erweitern. Weil wenn der Roboter jetzt statisch am Arbeitsplatz steht und sagen wir mal, ein neues Werkzeug benötigt oder neue Teile, dann muss der Roboter eben den Platz wechseln, muss hingehen und schauen, ob diese Teile noch existieren. Und um solche Dinge zu ersparen, kann eben der Roboter zurückgreifen auf die Drohne, kann mit der Drohne schnell hinfliegen, schauen, ob die Produkte existieren oder nicht und kann dementsprechend auch reagieren. Der Kopf ist auch der Kopf mit der Erweiterung hat auch die Funktion, dass man Werkzeuge noch hinzufügen kann. Wieso einfach die menschlichen Grenzen einhalten, sondern mit dem Humanoiden haben wir eben die Möglichkeit, die Grenzen zu erweitern. Das ist ein Beispiel-Use-Case, die wir gerade entwickeln mit unserem ersten Pilotkunden, wo man eigentlich sieht, wo der Roboter sehr gut einsetzbar ist. Die Aufgabe ist hier, eine Maschine mit Produkten zu befüllen. In dem Fall eigentlich nicht Aluschuhe, sondern andere Aluteile. Und die Maschine gibt diese Teile hinten wieder raus. Und die Aufgabe ist dann, die ausgegeben behandelten Teile wieder in die Kiste zu geben. Das macht ein Mensch aktuell 8 Stunden lang im Schichtbetrieb und der ist auch froh, wenn er das nicht mehr tun muss. Wo stehen wir aktuell? Wir machen aktuell Pilotprojekte mit Industrieunternehmen aus Österreich, Deutschland und Italien. Die Besonderheit ist, dass wir direkt am Shopfloor lernen. Das heißt, wir versuchen nicht irgendwie die Probleme, die Use Cases, die Fähigkeiten vom Roboter im Lab zu entwickeln, sondern wir sind mit den Kunden direkt vor Ort, wir erkennen die Probleme und können dementsprechend schnell reagieren und den Roboter in die Richtung anpassen. Nächstes Jahr werden diese Pilotprojekte mit weiteren Robotern ausgestattet, das heißt, wir gehen schon in die Vorserie, wo die Roboter autonom arbeiten werden. Und in 2 Jahren, in 2028, ist dann die Mass Production, das heißt die Serie geplant. Weil wir als IONO auch noch ins Leben gerufen haben, ist unter anderem Austrian Humanoid Hub, eine Plattform, eine Online-Plattform, wo man
wo alle Interessenten zusammenkommen können. Und jetzt werden wir dieser Online-Plattform eine reale, eine physische Form geben. Das heißt, mit dem Austrian Humanet Center werden wir im Sommer unseren neuen Standort eröffnen und dort die Industrie mit der Forschung, mit FHs, Unis zusammenbringen und gemeinsam an einem Strang ziehen, um diese Technologie in Österreich zu etablieren, zu erweitern. Das war's. Kurze Zusammenfassung. Der Workmate ist für die echte Industrie gebaut, für echte Arbeit gebaut, hat einen Schutzanzug, hat einen patentierten Kopf mit speziellen Funktionen und ist jetzt schon bereit zum Arbeiten. Danke. Das war natürlich nicht alleine schaffbar. Dahinter steckt ein großes Team, ein junges und großes Team und ein Applaus für meine Kollegen. Danke. Wir können gerne auf der Bühne fortfahren. Wenn jemand Fragen hat, wir sind verfügbar für jegliche Fragen. Ansonsten können wir gerne Sessions auf der Bühne fortführen, persönlich. Danke.